Der Weihnachtsengel. Es war der Abend vor Weihnachten, im Jahr 2018. Die Straßen von Chicago waren verschneit und die meisten Menschen waren zu Hause bei ihren Familien. Doch in einem kleinen Café arbeitete Katie, eine alleinerziehende Mutter, an ihrer Nachtschicht. Sie war Barista und liebte ihren Job, auch wenn sie manchmal wünschte, sie könnte mehr Zeit mit ihrem kleinen Sohn verbringen. Besonders an Weihnachten fiel es ihr schwer, nicht bei ihm zu sein, während sie die wenigen Gäste im Café bediente. Katie hatte den ganzen Tag gearbeitet und war erschöpft. Das Café war an diesem Abend fast leer. Ab und zu kamen ein paar Kunden vorbei, die einen heißen Kaffee bestellten, um sich vor der Kälte zu schützen. Die Stimmung war ruhig, fast melancholisch, und Katie dachte daran, wie gerne sie jetzt bei ihrem Sohn wäre, um mit ihm Weihnachtslieder zu singen oder einen Weihnachtsfilm zu schauen. Doch gegen 22 Uhr öffnete sich die Tür und ein alter Mann mit einem langen Mantel und einem freundlichen Lächeln trat ein. Die Glocke an der Tür klingelte sanft und ein Hauch kalter Luft strömte in das Café. Guten Abend. Einen Kaffee bitte, schwarz. Katie bereitete ihm den Kaffee zu und stellte ihn auf die Theke. Der Mann setzte sich an einen Tisch in der Ecke, wo er eine Weile schweigend saß und aus dem Fenster blickte. Der Schnee fiel in dichten Flocken und die Straßenlaternen warfen ein weiches Licht auf die verschneiten Gehwege. Nach einigen Minuten kam er zur Theke zurück, hielt die Tasse in der Hand und begann mit Katie zu sprechen. Weihnachten ist eine besondere Zeit, nicht wahr? Ich erinnere mich an die Weihnachten meiner Kindheit. Sie waren immer voller Freude und Lächeln. Meine Mutter hat immer für uns gekocht und mein Vater hat den Baum geschmückt. Wie sieht Ihr Weihnachten dieses Jahr aus? Katie zögerte. Sie wollte nicht unhöflich sein, aber sie wusste nicht, ob sie ihre Sorgen teilen sollte. Nach einem Moment sagte sie: Dieses Jahr ist schwierig. Ich arbeite viel und ich kann es mir nicht leisten, meinem Sohn ein Geschenk zu kaufen. Aber ich hoffe, nächstes Jahr wird besser. Der Mann nickte verständnisvoll. Er trank sein Song Kaffee aus, stellte die Tasse auf die Theke und sah Katie direkt in die Augen. Jedes Weihnachten braucht ein kleines Wunder. Heute Abend ist Ihres dran. Er griff in seine Manteltasche, zog einen Umschlag heraus und legte ihn auf die Theke. Bevor Katie etwas sagen konnte, lächelte er und ging hinaus in die kalte Nacht. Die Tür schloss sich hinter ihm und die Glocke klingelte ein letztes Mal. Katie stand einen Moment da, völlig verwirrt. Der Umschlag lag vor ihr, unscheinbar, aber mit einer geheimnisvollen Aura. Sie öffnete vorsichtig den Umschlag. Drinnen fand sie $500 in bar und eine kleine Notiz. Für deinen kleinen Jungen. Kauf ihm ein Geschenk und macht euch einen schönen Abend. Der Geist von Weihnachten ist immer bei dir. Katie konnte es kaum glauben. Tränen füllten ihre Augen und sie wusste nicht, wie sie dem Mann danken sollte. Doch er war bereits verschwunden, als hätte er sich in der kalten Nacht aufgelöst. Katie hielt den Umschlag in der Hand und spürte eine tiefe Wärme, die ihr Herz erfüllte. Am nächsten Tag nahm sie ihren Sohn an die Hand und ging mit ihm in ein Spielwarengeschäft. Sie kaufte ihm das Spielzeug, das er sich immer gewünscht hatte, ein ferngesteuertes Auto, das er in jedem Schaufenster bewundert hatte. Während sie durch das Geschäft gingen, sprach ihr Sohn unaufhörlich darüber, wie er das Auto ausprobieren wollte. Katie konnte nicht anders als zu lächeln. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte sie sich wirklich glücklich. Am nächsten Morgen entschied sich Katie, den Mann zu finden und sich bei ihm zu bedanken. Sie fragte ihre Kollegen im Café: Habt ihr gestern Abend einen älteren Mann mit einem langen Mantel gesehen? Er hatte ein freundliches Lächeln. Doch niemand erinnerte sich an ihn. Ihre Kollegen bestanden darauf, dass ein solcher Mann das Café nie betreten hatte. Katie war verwirrt. Sie überprüfte die Sicherheitskameras des Cafés.
Mit großer Sorgfalt schaute sie sich die Aufnahmen an, aber zu ihrem Erstaunen war der Mann nirgendwo zu sehen. In den Momenten, in denen sie mit ihm gesprochen hatte, schien er einfach nicht da zu sein. Katie konnte es kaum glauben. War es möglich, dass der Mann gar nicht real war? Oder war er vielleicht mehr als ein gewöhnlicher Mensch? Sie sagte leise zu sich selbst: Vielleicht war er ein Engel, der gekommen ist, um mir zu helfen. Doch diese Idee war ebenso schön wie seltsam. Eines Abends, während Katie zu Hause saß und ihren Sohn beobachtete, wie er mit seinem neuen ferngesteuerten Auto spielte, beschloss sie, die Notiz aus dem Umschlag noch einmal zu lesen. Sie nahm sie heraus und betrachtete die Worte genau. Der Geist von Weihnachten ist immer bei dir. Die Worte hatten etwas, das ihr Herz wärmte, aber gleichzeitig tiefe Fragen in ihr auslöste. Könnten diese Worte der Schlüssel sein, um zu verstehen, wer der Mann war? Am nächsten Tag entschied Katie, eine alte Kirche in der Nähe des Cafés zu besuchen. Sie erinnerte sich, dass der Mann, als er über Weihnachten sprach, einen Ausdruck von Nostalgie in seinen Augen hatte. Vielleicht kannte jemand in der Kirche ihn. Dort erzählte sie einem alten Priester die ganze Geschichte. Der Priester lächelte und sagte: Vielleicht war er der Geist eines Menschen, der zu Weihnachten anderen geholfen hat. Solche Geschichten sind hier nicht ungewöhnlich. Meinen Sie, er war nicht real? Der Priester antwortete: Ob real oder nicht, er hat etwas Schönes hinterlassen. Vielleicht ist es Ihre Aufgabe, dieses Geschenk weiterzugeben. Katie fühlte sich durch die Worte des Priesters inspiriert. Sie entschied, dass sie jedes Jahr zu Weihnachten Bedürftigen helfen würde, genau wie der geheimnisvolle Mann ihr geholfen hatte. Im nächsten Jahr stellte Katie eine kleine Spendenbox in ihrem Café auf und schrieb darauf: Für kleine Wunder. Die Kunden des Cafés konnten kleine Beträge spenden. Und am Ende jedes Jahres wurden diese Spenden an Familien weitergegeben, die ein kleines Wunder benötigten. Katie fand nie heraus, wer der Mann war oder warum er ihr geholfen hatte. Aber sie schuf jedes Jahr zu seinem Andenken kleine Wunder für andere. Und so lebte der Geist des geheimnisvollen Mannes weiter, nicht nur in Katies Herz, sondern auch in ihrem Café und in den Leben derer, die von ihrer Güte berührt wurden. Das Weihnachten. Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres. Der Mantel. Er zog den Mantel an, bevor er hinausging. Die Theke. Sie stellte die Tasse auf die Theke. Der Schnee. Der Schnee bedeckte die ganze Stadt. Die Tasse. Ich habe eine Tasse Kaffee gemacht. Die Manteltasche. Er griff in die Manteltasche und holte einen Schlüssel heraus. Der Umschlag. Sie öffnete den Umschlag vorsichtig. Die Träne. Eine Träne rollte über ihre Wange. Das Spielwarengeschäft. Im Spielwarengeschäft gibt es viele Puppen. Das Spielzeug. Das Kind spielt mit dem neuen Spielzeug. Das Schaufenster. Im Schaufenster lagen viele Weihnachtsgeschenke. Die Kirche. Wir besuchen die Kirche an Heiligabend. Der Priester. Der Priester hielt eine bewegende Predigt. Der Betrag. Der Betrag in der Spendenbox war erstaunlich hoch. Das Andenken. Ich habe ein Andenken aus dem Urlaub mitgebracht. Das Wunder. Weihnachten ist die Zeit der Wunder. Alleinerziehend. Sie war eine alleinerziehende Mutter. Bedienen.
Der Kellner bediente die Gäste schnell und freundlich. Schützen. Der Mantel schützt vor der Kälte. Zögern. Sie zögerte, bevor sie antwortete. Überprüfen. Der Techniker überprüfte die Sicherheitskameras. Inspirieren. Die Rede inspirierte viele Zuhörer. Spenden. Viele Menschen spenden zu Weihnachten für wohltätige Zwecke.